Wir haben letzte Woche eine neue Predigtserie angefangen. So last week we started a series, Und es ging um die Good News oder die gute Nachrichten. and we call it the Good News series. Und wir haben uns angeguckt, so was ist das Evangelium? And we looked and we asked ourselves, what is the gospel? Und auch was ist nicht das Evangelium? And what is the gospel not? Und diese Woche machen wir weiter, damit wir besser verstehen diese ganz wichtige Botschaft. And this week we're going to continue because we want to understand this important gospel Das ist message. eigentlich die wichtigste Botschaft aller Zeiten für die ganze Welt. Because this is the most important news that there ever was for the entire world. Wer hat diese Woche die Nachrichten geguckt oder gelesen? Who watched or Oder read the zugehört? news this week? Wow, ganz wenig. Only a few? Okay, gut. Okay, es gibt jetzt keine Tagesschau, keine Zusammenfassung. We're not going to watch or summarize the world news. Aber ich denke, die meisten von uns interessieren uns für gute Nachrichten, oder? But I think most of us like good news, right? Ja? Und wir haben letzte Woche das so erstmal angeschaut. Was ist diese gute Nachrichten, was die Bibel uns erzählt? And last week we looked and we said, what is this good news that the Bible talks about? Und diese Woche machen wir weiter so mit diesem Thema. Und ich habe aus Leittext einen Vers aus Galaterbrief genommen, Galater 2, Vers 14. And we're going to continue this morning and we're going to follow along the lines of Galatians chapter 2, verse 14. Und wir finden in dem Galaterbrief eine Story, was Paulus uns erzählt über eine Begegnung, die er mit Petrus hatte. And we see a story here. Paul talks about an encounter that he had with Peter. Und wenn jemand ein bisschen Zeit in der Kirche verbringt oder sich so mit der Bibel auseinandergesetzt hat, ihr kennt diesen Namen, Paulus und Petrus. And if you've been in church for a while or been around the gospel, you know the names Paul and Peter. Auch wenn du nicht so viel über die Bibel weißt, du hast bestimmt einen Paulus und Petrus an irgendwelche Kirche gesehen, ob das dir bekannt war oder nicht. Even if you haven't spent a lot of time reading in the Bible, you've seen at least a statue of a Paul or a Peter or a picture, even if you didn't know that's who it was. Die sind zwei große Säulen der Kirche. Because these are two pillars of the church. Aber wir finden in diesem Abschnitt in der Bibel eine kleine Auseinandersetzung zwischen diese zwei Säulen. And we see in this passage a conflict between these two pillars. Und eigentlich eine Ermahnung. And we actually see a warning. Und Paulus hat irgendwas in Petrus Leben gesehen, obwohl Petrus so ein Apostel war und sehr heilig war, könnte man sagen. And even though Peter was an apostle and considered holy, Paul saw something in his life. Und er hat es dann angesprochen. And he addressed it. Und es hat was mit dem Evangelium zu tun. And what he saw had to do with the gospel. Und wenn wir es lesen hier in Kapitel 2, Vers 14, ich lese das einfach vor. In Galatians 2:14. Paulus sah, dass Petrus und seine Freunde den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt. And what we see is that Paul saw that Peter and his friends had actually left the right way or were no longer in line with the truth of the gospel. Und das ist so unser Grundsatz für heute. Wir wollen das ein bisschen näher anschauen. Was meint Paulus damit? So we're going to look at this in a little more detail. What did he mean with this statement? Was bedeutet es, wenn man nicht mehr so übereinstimmt mit dem Weg des Evangeliums? What does it mean when he says you're no longer in line with the truth of the gospel? Und was wir sehen, ist auch, dass das Leben als Christ ein Prozess ist. And what we see from this is that a Christian life is a process. Erstens, es ist wirklich ein Prozess. Es ist nicht etwas, was heute auf morgen passiert, dass ich bin Christ geworden, jetzt verstehe ich alles, jetzt bin ich vollkommen. It's a process of renewing every dimension of our life. Sondern dass wirklich dieses Prozess des Erneuerns, dass wir regeneriert werden innerlich, dass das so Schritt für Schritt passiert. It's a renewing process that happens step by step. Und es wird passieren in verschiedene Dimensionen unseres Lebens. Geistlich, And it happens in different dimensions of our life. It happens spiritually, psychisch oder gemeinschaftlich, sozial. psychologically, or in socially. Und zwar indem wir die Leitlinien des Evangeliums
wir gucken es an, so wie eine Leitlinie des Evangeliums. Wir laufen da entlang und es hat so eine bestimmte Auswirkung. And we see it like really walking in line with the gospel, in line with the truth, and there is a particular consequence. Und diese Auswirkungen in unser Leben, es hat mit unser Bedenken, unser Hoffen und unser Ausleben zu tun. And the result of this has to do with how we think, how we hope, how we live. Und der Grund, warum das Evangelium so wichtig ist, And the gospel is so important, weil es das Evangelium ist, was wirklich diese Auswirkungen in unserem Leben verursacht. because this is what brings the results in our life. So, das Evangelium muss dafür in jedem Bereich unsere Gedanken, unsere Gefühle, And the gospel has to be applied to every area, to our thinking, our feeling, unsere Beziehungen, unsere Arbeit und unserem Verhalten umgesetzt werden. our relating, our working, and our behavior. Und so, wir nehmen so diesen Leitvers hier von Galater 2 und wir gucken so diese Implikationen und Applikationen oder die Auswirkungen und Umsetzung des Evangeliums an. And so we're going to look at the implications and the applications based off of this scripture in Galatians 2:14. Und so diese erste Auswirkung des Evangeliums ist, dass das Evangelium kraftvoll ist. The first implication is that the gospel is power, the power of the gospel. Wenn ich an Kraft denke, ich denke immer so an meinen älteren Bruder. When I think about power or strength, I think of my older brother. Manche von euch haben ihn schon kennengelernt. Er war hier in der Gemeinde im Februar. A few of you met him in February. He was here to visit. Er ist kleiner als ich. He's smaller than I am. Er ist breiter als ich. He's a little larger. Aber er ist kräftiger als ich. And he's also stronger than I am. Und er arbeitet mit Holz. He's a craftsman. He works with wood. Und wenn ich an Kraft denke, denke ich immer an meinen Bruder. Der ist so wie eine kleine Säule. Ja, So when I think of strength and power, I think of my brother. He's like a pillar. ja, ich gucke mal so Kriegbo gerade an. Ich denke an Kraft. Ja, ich sehe das in seine Pythons hier. Ja, Or when we okay. look at Kripo, we see a strong guy. Ja, aber mach mal so mit deinem Arm. Ja, vielleicht hast du auch was dabei. Go ja, ahead, so ein flex bisschen your Kraft. bicep. Ja? Maybe you have something to show. Aber wenn wir an Kraft denken, ja, so Tammy, okay, ja, sie mag so, ja, okay. Aber das Evangelium The gospel Kraft. has power. Hat Kraft. There's wenn power in the gospel. und ich werde hier so einige Bibeltexte, Bibelversen hier an der Leinwand zeigen und ihr könnt so später die so nachgucken, aber ihr könnt die vielleicht dann erstmal aufschreiben. Aber das Evangelium hat Kraft. So I'm going to show you some scriptures. Make note of them. Read them. But the gospel has power. Es steht in dieser ersten Bibelstelle, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 12, dass die Engel sehnen sich danach, etwas davon zu sehen. 1 Peter 1:12 says that angels long to look into it all the time. Engel sind kraftvolle Typen. Angels are strong. Die sind keine Feiglinge, sie sind nicht schwach. Angels are not weak. Und sie sind irgendwie daran gezogen. Sie haben eine Sehnsucht, das Evangelium anzuschauen. Irgendwas zieht sie hin. And we read that angels long to look in all the time. Und in Römer Kapitel 1, Vers 16, es ist nicht nur eine Kraft oder irgendwelche Kraft, sondern es ist die Kraft Gottes selbst. And in Romans 1:16 we see that it's not just a random power or something, it's the power of God himself. Wir haben das letzte Woche angeschaut, dass was Paulus gesagt hat, ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. And even last week we saw this scripture, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation. Es ist auch der Segen Gottes. Es hat eine ganz positive Auswirkung. 1. Korinther 9, Vers 23. 1 Corinthians 9:23 we see that it's a blessing of God with a certain consequence. Und im 2. Korinther Kapitel 4, das Evangelium wird sogar das Licht der Herrlichkeit Gottes genannt. And we see in 2 Corinthians 4 verses 4 and 6 that the gospel is referred to as the light, that is the glory and the knowledge of the glory of God. Das ist eine sehr tolle Beschreibung von dem Evangelium. It's a beautiful description of the gospel. Und hier lernen wir einige Dinge über das Evangelium. And we learn some things here about the gospel. Das Evangelium ist lebendig. We see that the gospel is a living gospel. Es ist etwas aktiv. It's alive. Es ist lebendig und es ist so etwas so wie ein Baum, wie unser schöner Baum hier in unserem Hof. The gospel is like the big huge tree we have in the courtyard. Ist gewachsen, It hat grows. sich verbreitet
It brings more life. Und man merkt schon, wenn du nur über unseren Hof läufst, dass es eine Auswirkung hat auf die Steine da. And if you walk across the courtyard, you see the effects of the growth even in the stones. Oder wenn du einen Obstbaum also anpflanzt, ja, du kriegst dann was davon, so die schöne Früchte. Or what if you plant a tree? The tree brings fruit. So das Evangelium ist lebendig, es trägt Frucht und wächst. The gospel is alive and it bears fruit and it grows. Und das Evangelium, das zweite Ding, das Evangelium wird in uns eingepflanzt. And the second thing we see is that the gospel is planted in our hearts. Es ist etwas lebendig und es ist eingepflanzt in uns. It's alive and it's in us. Und damit wir diese Früchte Gottes oder die Früchte des Geistes in uns, es wird in uns produziert oder hervorkommen sozusagen. And in order that it brings fruit in us, in our lives. Und der dritte Punkt, was wir hier erkennen aus diesen Texten, ist, dass das Evangelium wächst weiter in uns. And we see that it continues to grow in us. Und es erneuert unser Leben immer wieder. And it renews us throughout our entire lives. Sag mal das schöne die zwei deutsche Worte, immer wieder. Let's say, immer wieder. Immer wieder. Auch wenn du kein Deutsch sprechen kannst, wir können erklären, was das bedeutet. Even if you don't speak German, I'll tell you what that means. Immer wieder, again and again, or more and more. Immer wieder, again and again, over and over. Und das ist die Kraft des Evangeliums. That's the power of the gospel. Es war nicht nur einmal oder vor 10 Jahren. It didn't just happen one time 10 years ago. Oder es war nicht nur etwas, was du vielleicht vor 2 oder 3 Jahren erlebt hast oder erst mal vor ein paar Monaten. Or something that happened 2 or 3 years ago, or maybe something that happened last week or last month. Das Evangelium ist aktiv und kraftvoll und hat eine Auswirkung täglich in deinem Leben. No, it's active and it's working daily in our lives. Und ich glaube auch, das ist etwas anders, als wenn man so wie zum Beispiel das Lotto gewinnt, ja? So it's not like winning the lottery. Dass nur einige Leute Glück haben und andere Leute nicht. Some people get lucky and win and other people don't get so lucky. Die Bibel und Gott verspricht, das Evangelium wird eine Auswirkung in jedem Leben haben. God promises us that the gospel works out in every life. Und Paulus hier in Galater 2, er mahnt uns an, die Wahrheit des Evangeliums zu halten. Und in Galatians 2, Paul warns us and encourages us to hold on to the gospel. Dass wir wirklich auf diese Leitlinie gehen. That we stay in line with the truth of the gospel. Und ich denke, es gibt dann so ein zweiter Gedanke. Das Evangelium hat Kraft oder ist kraftvoll. And there's a second thought here. The gospel is powerful. Und das Evangelium ist genug. And the gospel is also sufficient. Um wirklich auf dieser Leitlinie zu bleiben und auf diesem Weg mit Gott zu gehen, das Evangelium reicht völlig aus. The gospel is sufficient to stay in line with the truth. Wir brauchen nichts extra. We don't need anything else. Wir müssen nicht irgendwie eine Sonderausbildung haben. We don't need a special training or certification. Es hängt nicht davon ab, so von unserer Herkunft. It doesn't matter where you come from. Das Evangelium genügt. The gospel is sufficient. Für jede Situation. For any situation. Für alles, was wir in diesem Leben erleben werden. Everything that we are going to go through in this life. Und das Evangelium, wir haben das letzte Woche besprochen, das Evangelium ist nicht nur diesen ersten Schritt. And like we said last week, the gospel doesn't just mean that first step. Es ist keine Mindestanforderung. It's not like the Lehre. minimum requirements. Und wenn wir nur ein bisschen Evangelium haben, dann kommen wir tatsächlich ins Himmelreich. It's not like if you have the minimum requirements, you're going to make it into heaven. Sondern es ist wirklich die Methode, die wir für allen Fortschritte im Reich Gottes gebrauchen werden. No, it's the method that we need to live in the kingdom of God. Und so Schritt für Schritt brauchen wir das Evangelium. We need it step by step. Es ist nicht, dass wir irgendwie durch das Evangelium gerettet werden oder gerechtfertigt werden und dann irgendwie geheiligt werden durch Gehorsam. And you can't be saved just because of the gospel or because of obeying the gospel. Ja, es ist nicht nur, als ob das Evangelium uns gerettet und Gehorsam uns heilig macht. It's not like the gospel saves us and obedience makes us holy. Sondern es ist das Evangelium, was die Auswirkungen in unserem Leben hat.
No, it's the gospel working out in our lives, working through our lives. Ich zeige euch noch einige Bibeltexte. Das lernen wir so aus Galater 3, Vers 1 bis 3. Galatians 3, 1-3. Dass das Evangelium der Weg ist, auf dem wir weiter wachsen. It says that that the gospel is the way we grow. In Kolosser 1, Vers 6 steht da, dass wir werden durch das Evangelium erneuert. Colossians 1:6 says we're renewed through the gospel. Und in Römer 1, 16 bis 17 lesen wir weiter, dass es die Lösung zu jedem Problem ist. Romans 1:16-17 tells us the gospel is the solution to each problem. Es ist der Schlüssel zu jedem geschlossenen Tür. It's the key to every closed door. Und es ist die Kraft, die jedes Hindernis überwindet. And it is the power to take us through every barrier. Und ich denke, es gibt so manchmal falsche Gedanken oder ich könnte das sogar Irrlehre nennen in der Gemeinde. And I think it's common and it's almost a false teaching in the church. Manchmal denken wir kommen zum Glauben durch das Evangelium und das empfangen wir durch Glaube. So we think that we come into the kingdom through the gospel and we receive the gospel through faith. Aber dann, wenn wir wachsen wollen, müssen wir harte Arbeit leisten und wirklich richtig Mühe geben und aus meiner eigenen Leistung komme ich dann weiter. Da werde ich dann in meinem christlichen Glauben wachsen. But then once we're in, we have to work hard and do everything right so that we can grow and do better in our faith. Aber eigentlich, das ist Irrtum. That's wrong. Wir werden gerettet durch Glauben und durch das Evangelium und es ist eigentlich ein Geschenk Gottes, dass wir auch wachsen können und ständig erneuert werden. We are saved and we come to the knowledge of Christ through the gospel, but it's a process after that. Ich schlage vor, dass alle unsere Probleme stammen davon, dass wir das Evangelium nicht richtig umsetzen in unserem Leben. I would even say that every single problem that we have is a result of us not applying the gospel daily in our lives. Dass wirklich so diese Botschaft, das Wort seiner Gnade muss anvertraut in unserem Leben und nur durch seine Gnade wachsen wir. Because we have to hold on to the word of his grace and it's only by his grace that we grow. Also es ist wichtig, dass wir wirklich die Tiefe des Evangeliums And we have besser to verstehen. begin to understand the depth of the gospel. Luther hat einmal gesagt, dass die Wahrheit des Evangeliums ist der Hauptartikel der christlichen Lehre. So Luther says the truth of the gospel is the principal article of all Christian doctrine. Und darum liegt alles dran, diesen Artikel gut zu wissen, hat er gesagt. Heutzutage sagen wir eher kennen. He said most necessary is it that we know this article well. Und beständig einzuprägen. And teach it to others and beat it into their heads continually. Das klingt nach Luther, oder? That sounds like Luther, right? So Luther der Pastor, ja? Pastor Luther. Und er sagte, wir müssen immer wieder, das muss wirklich eingeprägt in uns. So he says it needs to be beat into our heads continually. Es geht um das Evangelium, es geht um das Evangelium. It's about the gospel, the gospel. Und es ist nicht leicht, das Evangelium zu begreifen. It's not easy to grasp the gospel. Weil als Menschen sind wir daran gewöhnt, ich muss für etwas arbeiten. Because as human beings, we're used to the fact we need to work to get things done. Vielleicht hat deine Eltern dir das immer wieder gesagt, wenn du etwas Schönes in diesem Leben haben möchtest, du musst bereit sein, dafür zu arbeiten. Maybe you grew up in a household where they said, if you want nice things, you want good life, work hard. Ja, kommt das irgendwie bekannt vor? Anybody grew up like that? Okay. Ein oder zwei, ja? Couple, ja. Oder keiner meldet sich, ja, die meisten von uns, Or you're ja? just not telling us. Ja, und so das hat eine Auswirkung auf unsere Gedanken und wir übertragen es auch auf Gott und auch auf das Evangelium. And that affects the way we think and we project that back to God in the way we see the gospel. Und ich denke, wenn wir wirklich so dieses Werk der Erneuerung verstehen möchten, dann wir müssen auch diese ganze Wahrheit verstehen. But if we want to really understand this renewing process, then we have to understand the entire truth. Und ich denke, wenn wir wirklich tiefe Erneuerung, dass unsere Gedanken anders sind, als sie die letzten Jahre waren, wenn wir das wirklich erleben möchten, wir brauchen das Evangelium. And if we really want to see the deep and lasting change in our hearts, we need to understand the gospel. Das gilt für uns als Individuellen, das gilt für uns als eine Kirche.
That means you as an individual and also us as a church. Aber wie wird es umgesetzt? Wie sieht But es how do we dann do praktisch that? aus? What does that look like? Und es gibt so in diese, ja, so wie wir schon angeguckt haben hier in Galater 2, Vers 14, We saw in Galatians 2:14 dass Petrus und seine Freunde nicht an diesen Weg der Wahrheit ausgerichtet waren. Peter and his friends weren't in line with the truth at the time. Was passiert ist, But what happened? Petrus war Jude. Peter was a Jew, Und es gab ganze Gesetze, mit wem er essen dürfte, was er essen dürfte, was ihm erlaubt war. and as a Jew, he had to. Well, there were a lot of laws that said who you can eat with and who you can't eat with. Aber zu dieser Zeit sind viele Nichtjuden, viele Grieche, ja, in diese Stadt, sie And sind at the Christen time, geworden. A lot of people in the city became Christians, and they were Jews, Gentiles. Und sie sind nicht mit diesen Gebote aufgewachsen, dass sie zum Beispiel keine Schweinefleisch gegessen haben. And they didn't grow up under these laws about what you can eat, for example, eating pork. Und so, die haben Petrus eingeladen. Petrus war zu Gast in ihrem Haus. So they invited Peter to eat with them, Es gab Currywurst, and they had currywurst es gab Schweinebraten, and pork, Schweinehaxe, pork chops, alles Mögliche. all kinds of pork. Ja? Und er hat gerne mitgegessen. And he enjoyed it. Aber dann hat er Besuch bekommen aus Jerusalem. Und die waren Juden, die sehr religiös waren und immer noch an diese alten Geboten festgehalten haben. And then some of his religious friends came to visit him from Jerusalem, and these were the people who still held on to these laws and traditions. Und Petrus, er hatte Angst And Peter got afraid, und er wollte seine Gäste nicht beleidigen. but he didn't want to offend his guests. So, er hat seine neue Freunde, diese junge Christen, er hat sie einfach, er hat die eigentlich beleidigt. So what he did was he just ignored his new friends and actually offended them. Er hat nicht mehr mit ihnen gegessen. He didn't eat with them anymore. Er hat sie auch nicht besucht, He didn't visit with them anymore. als ob sie gar nicht existierte. He just acted like he didn't even know them. Und das war eine Heuchlerei. And that was hypocrisy. Er hatte Angst But he was afraid. von den anderen aus Jerusalem. He was ashamed in front of his friends from Jerusalem. Und Petrus hat das gesehen, ganz klar gesehen. And Peter saw it. Entschuldigung, Paulus hat es ganz klar gesehen und hat Petrus dann angesprochen. Paul saw it and he addressed it. Und er sagte, du kannst dich nicht so benehmen und dann, wenn jemand anderes zum Besuch kommt, dann anders benehmen. He said, hey, you can't act like this one way, one day, and then when your other friends come, treat them like nothing. Entweder ist die Wahrheit des Evangeliums für allen oder ist es für nichts. Either the truth of the gospel is for everyone or it's worthless. Und was wir sehen, ich habe so diese Woche so dieses Beispiel oder diese Lehre, es ist eigentlich eine ganz uralte Lehre oder Hilfsmittel gelesen. And actually, as I was preparing this week, I looked at this as a kind of a learning tool. Und es gab einen Kirchenvater, er heißt Tertullian. And we're going to talk about a Church a writer, a Christian writer named Tertullian. Und er lebt im 200 bis 300 nach Christus. And he was a writer in the 2nd and 3rd centuries after Christ. Und er hat auch so als Pastor in seiner Gemeinde versucht, das zu lehren und das über das Evangelium an seine Gemeinde weiterzugeben. And he tried to teach his church and to bring this point across to the church. Und er hat ein Beispiel gegeben und er sagte, es gibt zwei Diebe des Evangeliums. And his example was this. He said, just as Christ, there's two thieves of the gospel. Und genau wie Jesus zwischen zwei Diebe gekreuzigt wurde oder Verbrecher gekreuzigt wurde, And just as Christ was crucified between two thieves, sagt er, es gibt zwei Diebe des Evangeliums, die versucht, uns weg von der Wahrheit des Evangeliums zu bringen. this doctrine also tries to draw us away from the gospel. So die erste Diebe heißt Moralismus oder Religion. So the first thief is religion. Und dieser Moralismus, was oft wir erleben, ist auch ein Dieb des Evangeliums. And religion or moralism that we experience today is a thief of the gospel. Es gibt einen zweiten Dieb und dieser Dieb ist eigentlich Unglaube And the second thief is oder Relativismus. relativism. Und beide diese Diebe And both klauen of these etwas weg. thieves, they steal something, they take something away.
wenn wir über diese erste Dieb, so Moralismus, ja, so wir denken immer so, ein Moralist, jemand, der das richtig mag oder korrekt mag, das ist eigentlich was gut. So this first thief, moralism, when we think of moralism, we think, yeah, somebody who's moral, they do things correct, that's good. Aber das Problem ist, es tendiert Richtung Gesetzlichkeit. The problem with moralism is it leads to legalism. Und wenn wir so diesen zweiten Dieb angucken, so die Relativismus oder diese die Unglaube, das tendiert in eine Richtung Liberalismus. And when we lean to the side of relativism, then it's towards too liberal. Und alles ist relativiert. And everything is relative. Und auf einer Seite haben wir Wahrheit ohne Gnade. We have truth but no grace. Es ist nur, so muss das gemacht werden und das ist korrekt und wenn man das mag, dann wird Gott gefallen. This side says this is the right way to do it and when you do everything right, God is going to be very happy with you. Oder auf der anderen Seite so dieser Hedonismus oder Relativismus. Or we have the side of everything is relative or hedonism. Da haben wir Gnade ohne Wahrheit. Then we have all the grace but no truth. Und das ist auch eine Irre. And that's also wrong. Aber das lehrt, dann sind alle von Gott akzeptiert, egal was man macht. In this theory, we think everybody's accepted. You can do whatever you want. God loves you. Wenn es überhaupt einen Gott gibt. Or maybe it's if there even is a God. Und jeder muss selber entscheiden, was richtig oder falsch ist. And everybody should decide for themselves what's right and what's wrong. Und diesen Pastor Tertullian, sagte, die sind zwei Diebe des Evangeliums. And Tertullian says these are two thieves of the gospel. Weil sie rauben uns aus, sie klauen unsere Freude und die Kraft des Evangeliums weg. Because they rob us of our joy and they rob us of the power of the gospel. Religion sagt, man ist akzeptabel zu Gott, wenn man alles richtig macht. Religion says you're acceptable to God when you do everything right. Und das ist dann eine Frage des Leistens. Was tust du? Deine guten Taten. So then becomes all about what can you do? What good things have you done? Und das führt oft zu einem Selbsthass, weil man wird niemals gut genug sein. And the result of that is and it ends up in you hating yourself, self-hatred, because you can never do enough good. Und viele denken, ich schaffe das nicht. And people think, oh God, I can't do this. Und das hat unsere Freude und die Kraft des Evangeliums weggeklaut. And this steals your joy and then the power of the gospel. Und bei Relativismus, das so die meisten sind ungläubig. And then relativism, with those who don't believe, non-believers. Was passiert ist, dass sie sagen, dass das Wichtigste oder die Kernwerte im Leben ist, tolerant zu sein. So for this end, it's the core value is tolerance. Aber wir haben Toleranz nur für diejenigen, die nur Toleranz haben, aber nicht für jemanden, der sagt, das ist richtig oder was ist falsch. The problem with that is you only have tolerance for those who, You only have tolerance for those who are tolerant and don't draw any lines. Und ich denke, das ist auch ein Dieb des Evangeliums, weil es klaut auch die Kraft des Evangeliums, was unser Leben verändern kann. And that's a thief of the gospel, really, because it steals the joy and the power that we need from the gospel. Und der Grund, warum beide falsch sind, and the reason why both of these extremes or sides are wrong, ist durch beide Wege. Es gibt eine andere Retter oder Erretter aus Jesus Christus. Both of these sides of the coin have a different solution for salvation. Entweder ich bin gerettet durch was ich tue, on the one was end, ich leiste, you're saved because of what you do, how much you can produce. Oder auf der anderen Seite, ich bin gerettet in dem Sinne, ich erkenne, dass ich keine Errettung brauche. You're saved because you realize that you don't really need a savior. Und beide diese Diebe, die stehlen unsere Freude und die Kraft. And these are thieves that steal our joy and they steal our power. Sie sind beide basiert auf einem verzerrten Bild Gottes. They're based on a distorted picture of God. Denn das Evangelium ist die gute Nachricht. The gospel is the good news. Es ist die gute Nachricht, dass Jesus am Kreuz aus Liebe für uns das Gesetz Gottes erfüllt. It's the good news that Jesus fulfilled the gospel when he went to the cross for us. Er erfüllte das Gesetz. Er hat alles getan, was getan werden muss. He fulfilled the law. He did everything what
what he could do. Und wenn wir kein Verständnis für die Werk Christi haben, dann werden wir nicht wirklich verstehen, wie gut Gott ist. And when we don't understand that, we will never understand the goodness of God, how good he is. Erstens muss ich irgendwie verstehen, dass etwas kaputt ist, Because first we have to understand that something needs fixed damit ich das wertschätzen kann, dass es wiederhergestellt wurde. in order to value the fact that it can be repaired. Und nur durch das Evangelium erkennen wir, dass wir wirklich so sündhaft sind, dass wir diese errettende Gnade dringend brauchen. And we can only come to this realization through the gospel. We can learn how desperately we need salvation. Und nur durch das Evangelium werden wir erkennen, And we can only see that in the gospel. dass Gott so heilig ist, We see that God is so holy, dass alle Gesetze so erfüllen kann. he's so holy that he can fulfill every law. Und wir sehen auch, dass so eine große Liebe hat, dass er uns nicht alleine lässt. And we see that he has such a huge love that he will never leave us alone. Siehst du, diese beiden Diebe des Evangeliums, die verleugnen etwas. These thieves of the gospel, they're telling us lies. They deny something. Sie verleugnen, dass wir Sünder sind. They deny the fact that we're sinners. Weil entweder bin ich ein Moralist und ich kann alles alleine schaffen. Because a moral person can do everything on his own. Oder jemand, der Relativist ist, der sagt, es ist eigentlich egal. Or irreligious people say it really doesn't matter. Everything is relative. Aber die verleugnen, dass wir einen Retter brauchen. And they both deny that we need a savior. Und im Endeffekt, And in the end, sie versuchen, sich selbst zu erretten. you end up trying to save yourself. Aber weißt du, das Evangelium, es zeigt uns ein ganz anderes Bild von Gott und von dieser Welt. But the gospel gives us a different picture of God and of the world. Es zeigt uns auch, wie wir Zugang zu Gott bekommen können. The gospel teaches us how to come to God. Und dass es nicht durch unsere Bemühungen ist oder durch unsere Taten. And it's not by our works and the things that we do, our efforts. Und es ist auch nicht dadurch, dass ich irgendwie ein tolles Bild zu konstruieren, wo ich keinen Gott brauche. And it's also doesn't tell us that you can just paint a nice picture and you don't really need God. Sondern das Evangelium lehrt uns, wir brauchen Gott. No, the gospel teaches us that we need God. Und wir brauchen Gott nicht nur einmal, And it teaches us that we don't just need God once. sondern wir brauchen Gott täglich. No, we need him daily. Wir brauchen das Evangelium täglich, damit unser Leben erneuert wird. We need the gospel every single day so that our lives are renewed. Und damit nicht nur unser individuelles Leben, And not just for us as individuals. sondern dass es auch eine Auswirkung hat in unserer Welt. This has an effect on the world. Weil Gott interessiert sich nicht nur für uns als Menschen, sondern er interessiert sich für die ganze Welt. Because God isn't just interested in us individually, he's interested in the entire world.